Howdy amigos und willkommen zu Dimis Beauty Palace. Heute geht's ums Bremspedal. Ich habe euch ja gezeigt, wie man die ganze Fußrastenanlage nach vorne versetzt. Ich habe auch gezeigt, wie man den Schalter verstellt oder besser gesagt den Winkel vom Schalter einstellt. Und genau dasselbe machen wir jetzt mit dem Bremspedal. Da es bei der Vorverlegung nach vorne rutscht, kommt man möglicherweise nicht mehr so gut hin. Wir wollen es, oder besser gesagt, ich will es wieder etwas nach oben bekommen, damit ich wieder genug Kraft auf die Bremse bekomme. Das Ganze ist eine ziemlich einfache, sehr schnelle Operation, also nicht viel Blabla. Ich zeige euch das. Viel Spaß dabei. Nach der Vorverlegung ist das Bremspedal ziemlich weit unten. Ich muss meinen Fuß ziemlich durchstrecken, um genug Kraft aufzubringen, um zu bremsen. Ich möchte das Bremspedal hier oben haben ungefähr, damit ich wieder genug Kraft aufbringen kann. Ja, und das Ganze machen wir jetzt. Wir sind nun unten am Bremspedal. Das Pedal selbst übt Druck auf diese Stange hier und damit auf den Masterzylinder, der hier unten drin sitzt und die Bremsflüssigkeit hinten an die Bremsbacken weitergibt und zusammendrückt. Und diese Stange ist es, die wir einstellen. Wir öffnen erstmal dieses Ringchen hier, das diesen Splint sichert. Und ziehen den Splint raus. Bremspedal ist nun frei. So, und jetzt haben wir dieses Gestänge hier. Wie ihr seht, haben wir hier ein Gewinde. Hier unten dran ist eine Mutter. Die halte ich fest und drehe das vordere Stück frei. Drehen wir dieses Stück nach links, bewegt es sich nach vorne und das Pedal wird höher gelegt. Also so sitzt es nun. Drehe ich es auf, kommt das Pedal nach oben. Dreht man es rechts, also zu, wird das Pedal nach vorne verlegt. Ich will es weiter hoch, deswegen drehe ich es links herum. Wir haben hier eine 9/16 Mutter, die hebe ich dagegen, lockere das Ganze und nun kann ich dieses vordere Stück nach hinten drehen. Ich hebe mir das Bremspedal immer mal wieder hin, um zu sehen, wie der Winkel nun ist. Und dann drehe ich das so, wie ich es haben möchte. Um das zu testen, stecke ich den Splint wieder rein, setze mich aufs Bike und schaue, ob mir der Winkel passt. Ihr seht, es handelt sich hier nur um ein paar Millimeter. Ich habe es ausprobiert, ich finde das gut so. Und nun kontere ich das wieder mit dieser Mutter. Alles wieder fest. Nun kann der Splint auch wieder rein. Und die Sicherung durch. So ist das Bremspedal ein bisschen nach oben gekommen. Ich komme viel leichter hin, kann wieder richtig bremsen. So, das war's schon. Das Bremspedal ist so eingestellt, wie ich es haben möchte. Um einiges bequemer. Das Ganze war quasi jetzt eine Ergänzung zu dem Fußrastenumbau, den ich euch gezeigt habe. Ja, 5 bis 10 Minuten Arbeit, ist nicht viel dabei. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Es geht in Kürze weiter. Also, bis zum nächsten Mal.